Hi everyone, good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. Welcome to my channel, and today we are going to make a homemade bread. It's gonna be a whole grain bread or brown bread, and just follow the stages with me. It's very easy and simple. Wheat flour with sunflower seeds, so it's not very fine, but it's just because I wanted it to be like that with whole grain and healthy. Then we have this other mixed wheat flour, a nutritional kind of wheat flour, or it's gonna be a very healthy bread, let's say so. Then we have milk, and then I have cream cheese, and then I have Zucker, das ist Milch, das ist Salz. Salt, Und das ist Zucker. sugar, and I have yeast. Also wir machen so ein Brot, eine gesunde, Alles hier rein. leckeres Brot. And by the way, this is a spicy kind of bread, and it is going to be Onions bread. Ich habe hier eine Sonnenblumenmehl. Dann habe ich hier, das ist ja gemischte Backmischung, Roggenmehl, Weizenmehl und Gerstenmehl, also alles so zusammen. Und dann habe ich hier Frischkäse, habe ich Salz, Zucker und trockene Hefe. Ich brauche noch Milch. Wait, take it like this. So Milo is assisting me today. Yeah, yes. Alles rein? Good. Alles rein, alles rein. So, we have the yeast. Das ist Hefe, kommt da rein in die luftwarmes Milch. Okay. Als nächstes tun wir noch Zucker und Salz. Warte. Ist egal, tu einfach, egal was, which one, it doesn't matter. We put then the salt. Ist nicht schlimm, passt schon, no problem, we're going to clean it. Sugar and salt, haben wir jetzt Salz und Zucker noch dazu. Und dann werden wir einfach das so schön umrühren. We're going to mix it just like this to make sure get mixed really well. Wir mischen das alles so zusammen, dass es so schön gemischt ist. Inside there. Very good. Alles kommt rein. It's 250 grams. You can use, very good. You can use the kind of baking flour that you want anyway. It is just my choice because I want it to be whole grain and with sunflower seeds. And if you don't like it whole grain, you can just take maybe brown wheat flour and you can do it your own way without the whole grain. Du möchtest, kannst du auch ohne die Sonnenblume da rein dein Brot backen. Und wir haben einfach das so gewollt. Auf jeden Fall haben wir jetzt die 2 Mehl reingetan. Und wir werden jetzt diese flüssige Mischung auch da reinfügen. Kleinen Moment. So, I'll make some kind of little hole. Versuchst du da rein in der Mitte das zu machen, Milo? Schaffst du das? Are you going to slowly, just take your time, mix everything together and let it sit for like 20 minutes. Wir werden jetzt den so stehen lassen für ca. 20 Minuten und einfach schön zudecken. So we're going to just leave it sit for like 20 minutes to let the yeast work. Wir lassen das jetzt arbeiten. Und nach 20 Minuten circa werden wir das alles noch zusammenmischen.
Man kann ein Gerät nutzen, wenn man will, aber ja, wir werden das mit Hand machen. Okay, so I'm going to cover it and leave it to stay for 20 minutes. Bleibt dran, nicht verpassen. Don't go away because you don't want to miss it. This is just the beginning. So that is my bowl covered, and I'm going to put it in the oven for 20 minutes. But of course I have my Backe oven at a very low temperature. It's just for it to like have that heat to help speed the processing of the raising of the baking flour. That's pretty much. You don't need to really put high temperature on the Backe oven. I just want to clarify this again. As you can see, my dough is in the Backe oven and it's not hot. It's just warm. Really, I can go inside with my arm. So I just turned on the oven at 40 degrees and then I switched it off. And you don't please mistake me for that. And turn your oven very hot and put your dough inside. Also, ich würde an dieser Stelle einfach nochmal das klar machen. Ich habe meine Teig da reingetan, die 20 Minuten. Der Backofen ist nicht heiß, ich kann auch meine Hände reintun. So wie ihr seht, auf jeden Fall, das ist so, dass es da drin halt warm ist. Ich habe auf 40 Grad geschaltet und wieder ausgeschaltet und danach habe ich erst meinen Teig da reingetan. Nur Minimaltemperatur, damit es deine Hefe noch schneller wirken kann. Milo is helping me. We have now the cream cheese coming inside there. I'm going to put all the instructions in the description box. Ich werde dann einfach die Zutaten auf die Videobeschreibung dann stellen. Da kommt jetzt Frischkäse da rein und Milo tut mich jetzt gerade helfen. Der ist fleißig. Alles aus der Dose raus, bitte. Thank you for helping, Milo. Milo hilft gerne beim Backen in der Küche oder Abspülen. Das ist eine ganz fleißige Junge. Milo likes helping. Is it true, Milo? Yes. Yes, Milo likes helping when we are cooking, baking, or doing something. We are mixing it now because it's kind of hard, and that's why we're having the cheese, fresh cheese inside there. Milo helping as usual. You can see him, he's busy. He likes helping. Good boy. Look here. 1 second. Busy boy. Okay. Hi. Ja, kannst du machen. Let's see. So Milo he knows already. You start with the low speed and then you keep adding the speed slowly by slowly. Okay, so because it is going to be a spicy bread, onion bread, weil das ist so ein bisschen gewürzt oder würzige Brot sein wird, da brauche ich dann Zwiebel. Und ich habe 2 Zwiebeln genommen, verschiedene Farben, wegen Geschmack. Also ich mag das so, du kannst aber auch nur einfarbig nehmen, entweder nur weiß oder nur rot oder mischen, so wie ich. Also, dann schneiden wir die Zwiebeln in Würfel. Wir werden die Zwiebeln in Würfel schneiden. We're going to cut the onions in small chops. And you can take onions of your own choice. Then I cut the next one.
going to use butter, and again you can use oil if you want, but I'm just using butter because of the taste. Put a lot of onions like me. It's optional. You can decide to put a little bit. You can also decide to do it or without, but then it will be a normal bread. But if you want it to be an onion bread, then you will definitely need Onions. Also, ihr könnt euch entscheiden, so viel Zwiebel reinzutun, wie ihr wollt. Ihr könnt auch natürlich das Brot backen ohne Zwiebel, aber dann ist auch keine Zwiebelbrot mehr. So, my onions are golden brown. They are looking really good. I'm going now to put them to cool. So you can see I have my golden brown onions. Ich habe meine Zwiebel da drauf. I like it when it's like brown like they are right now. So I'm going to mix everything again with a hand mixer, and let's see what's gonna happen. After that it will be ready to go in the back oven, in the oven. Danach wird dann bereit sein, im Backofen zu gehen. Aber wir testen alles vorher, bevor ich in den Backofen reintun. So I just made my working place ready and with some wheat flour on it, and then I'm going to kind of just put this dough that I already mixed with the onions over here and do the finishing kneading so that it's not really wet and it's just the right texture to put in the back oven to bake, and our onion bread will be ready. So wie ihr seht, ich habe noch so ein Brett und ich werde jetzt noch diese gemischte Teig, wo vorbereitet ist, einfach darauf tun und halt ein bisschen mit meiner Hand kneten, dass es die richtige Konsistenz ist, und dann werden wir einfach schauen, ob der dann soweit ist, im Backofen reinzutun. As you can see, I'm just trying to make sure the dough is in the right consistency. I'm just kneading it with my hands, doing the final so schön zu mischen und so eine schöne Brotform zu machen. Milo is helping me. Good boy. Es sieht ja gut aus. So what I'll just do is, I'm going to put a little bit of baking flour. Ich tue noch ein bisschen Mehl darüber verstreuen, wie ihr seht. Dann würde ich noch mit einem Messer. You're doing a very good job. So I just try to cut it a little bit like you're seeing, to let it have an easy time when baking. The nutritious bread is ready to bake, and you're going to see the results. Thank you so much for watching. Thank you for taking your time. I appreciate each one of you who is supporting me. And if you like, you better try my recipe and let me know how it goes. Feel free and just share with your friends. Give me thumbs up if you like my videos, and subscribe if you haven't subscribed, and don't forget to hit the bell button for more videos. Also meine Lieben, jetzt sind wir fertig mit unserem Zwiebelbrot. Es ist jetzt bereit zum Backen und es wird bestimmt ganz lecker. Das kann ich aber schon vorher sagen, weil ich weiß es. Ich werde jetzt im Backofen bei 180 Grad 40 Minuten lang backen, und wie gesagt, vielen Dank, dass ihr eure Zeit genommen habt, und wenn ihr noch nicht meinen Kanal abonniert habt, könnt ihr gerne machen. Ich würde mich freuen auf eure Feedback.
Und wenn ihr meine Videos gut findet, einfach Daumen mir hoch geben, also liken und weiterteilen mit euren Freunden. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. So leave me a feedback if you have any comment. I'll appreciate that too. So I just want to let you know that I put my bread in the back oven, and you can see I put some water, and make sure you put it on a bowl or glass that is extra for back oven, like I have done. So, and it's warm water, so that because of the temperature, again, it won't explode or anything. So my bread is ready to bake for the next 40 minutes. Also ihr Lieben, ihr wisst, das ist ganz wichtig, dass das Brot vielleicht knusprig von draußen und ganz weich drinnen ist. Jetzt haben wir jetzt den Backofen, und ich habe jetzt so eine Schüssel extra für Backofen mit warmes Wasser drin, damit es nicht explodiert, weil normalerweise der Backofen war schon vorgeheizt. Und dann wird es halt für 40 Minuten backen, und das ist halt wegen Feuchtigkeit, dass das Brot nicht so trocken ist. So the reason why I put the water there, it's because that I don't want the bread to dry, and that water is going to like moisturize inside there, give some moisture inside there, and then our bread is not going to like dry up. So thank you once again, and I just wanted to make sure I share with you this step also. Ich musste euch das mitteilen, weil es ganz wichtig beim Backen. Also nach 40 Minuten sehen wir mal, was daraus geworden ist. Unsere Zwiebelbrot ist fertig. Ich werde es jetzt rausholen und rausstellen zum Kühlen. So our onion bread is ready. I'm just going to take it out of the oven and let it cool. Then we're going to have it for dinner. The Germans do have bread for dinner. If you don't know, just by the way, they have bread, sausage, cheese, and vegetables, and that serves like dinner also. That's very typical German if you don't know. Just by the way, eating bread for dinner. It is called Abendbrot. Bread, evening bread. If I translate it to English, it's called evening bread. Abendbrot. So you learn something new again. So this is the kind of bread that you want to have. It looks crusty. Feels crusty from the outside, but it's very soft. You can see it's very, very soft. So just a test for you, and I'm going to cut it down so that you can see, and you love it. You put some butter on it, and you just love eating it even dry like it is. This is just this kind of Brot, wo du eigentlich haben möchte. Sieht trocken aus, ist aber voll weich. Also ich bin sehr zufrieden, und es ist halt trocken, also halt krustig draußen, aber sehr weich. Mit Butter drauf, lecker, 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 lecker. Da brauchst du nichts mal was anderes drauf tun. So, I want you to see how soft this bread is. It's very soft. It looks crusty from the outside, but it's very soft. Das Brot sieht so krustig von draußen, aber es ist sehr, sehr weich. Und ja, also das ist gelungen. So sieht es aus. Da muss ich nur noch Butter drauf machen. Und dann werde ich es gleich genießen mit meiner Familie. So, my friends, it was worth making this bread. It's a healthy bread. It's nutritional, and it's really, really yummy.
Brot, wo halt gesund ist, mit vielen Nährstoffen und schmeckt auch sehr, sehr, sehr lecker. So, ihr dürft gerne ausprobieren, nachmachen und ich wünsche euch echt wirklich viel Spaß dabei. Unsere Zwiebelbrot ist sehr, sehr gelungen. So, I wish you all the best trying this recipe. You better try it. You like it, you love it. I'm sure you like it. So, our onion bread came out really good and I'm happy about it. So thank you so much for watching. See you in the next video. Bye bye.